Lisa, wohin gehst du? Ich gehe in den Club. Hallo liebe Zuschauer, gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn ihr lernt, wie man auf die Fragen wo oder wohin antwortet. Dafür braucht man Präpositionen. Was sind Präpositionen? Das sind diese kleinen Wörter, die richtig viel Power haben, denn sie brauchen entweder den Akkusativ, den Dativ oder den Genitiv. Wenn wir die Fragen wo und wohin beantworten wollen, dann machen wir das mit Adverbialen. Diese können zum Beispiel im Akkusativ stehen, aber sie sind keine Akkusativobjekte. Wenn ich also sage, Lisa geht in den Club, dann ist in den Club ein Adverbial, das im Akkusativ steht, denn es gibt eine Bewegung an, eine Richtung. Wenn ich aber sage, Lisa ist im Club, dann ist im Club ein Adverbial, das im Dativ steht, denn es gibt eine Position an. Wie ihr sicherlich erkennen könnt, habe ich euch hier einen Club aufgebaut. Hier ist der DJ an seinem DJ-Pult, dort legt er die Platten auf. Hier haben wir 2 Lautsprecher, wir nennen sie auch Boxen im Deutschen. Und, was natürlich nicht fehlen darf in keinem Club, ist die Bar. Dort gibt es die Getränke. Wir fangen jetzt einfach mal mit 2 Präpositionen an, die immer den Akkusativ brauchen. Durch und um. Erinnert ihr euch noch, was mit den Artikeln im Akkusativ passiert? Der wird zu den und ein wird zu einen. Der Rest bleibt gleich. Lisa geht durch den Eingang. Der DJ kann durch das Pult schauen, weil es durchsichtig ist, also transparent. Ich stecke meinen Finger durch einen Lautsprecher. Marge läuft einmal um den Brunnen. Die Besucher stehen um das DJ-Pult herum. Ich kreise meinen Finger um einen Blumentopf. Als nächstes schauen wir uns ein paar Präpositionen an, die immer den Dativ brauchen. Aus und bei. Bestimmt wisst ihr noch, dass sich viel mehr Artikel im Dativ ändern als im Akkusativ. Der wird zu dem, ein wird zu einem, die wird zu der und eine wird zu einer. Das wird zu dem und das Plural die wird zu den und man muss am Ende des Nomens ein N hinzufügen. Marge geht aus dem Club. Der DJ holt eine Platte aus seinem Koffer. Die Musik kommt nicht nur aus einem Lautsprecher, sondern sie kommt aus 2 Lautsprechern. Achtung hier, Dativ Plural N bei Lautsprechern. Maggie steht bei ihrer Mama. Jetzt steht sie bei ihrem Papa. Und jetzt steht sie bei ihren Eltern. Alles klar soweit? Dann schauen wir uns jetzt die Wechselpräpositionen an.
Das sind Präpositionen, die den Akkusativ brauchen, wenn wir wohin fragen, und den Dativ, wenn wir wo fragen. Davon gibt es insgesamt 9. Seid ihr bereit? Ich gebe euch zu jeder Präposition jeweils 2 Beispiele. Das erste fragt wohin und antwortet mit dem Akkusativ und das zweite fragt wo und antwortet mit dem Dativ. Wohin geht Lisa? Lisa geht an die Bar. Wo ist Lisa? Jetzt ist sie an der Bar. Sie trinkt aber nur Cola. Wohin geht Homer? Homer geht an den Eingang. Jetzt steht er am Eingang. Am ist eine Zusammensetzung aus an plus dem. Wohin geht Maggie? Sie steigt auf den Brunnen. Jetzt sitzt sie auf dem Brunnen. Wohin stelle ich den Blumentopf? Ich stelle ihn auf die Bar. Jetzt steht der Blumentopf auf der Bar. Achtung mit den Verben stellen und stehen, denn stellen ist eine Bewegung und braucht deshalb den Akkusativ. Stehen ist eine Position und braucht deshalb den Dativ. Wohin geht der DJ? Er stellt sich hinter sein Pult. Jetzt steht er hinter seinem Pult. Wohin geht die Barkeeperin? Sie stellt sich hinter die Bar. Jetzt steht sie hinter der Bar. Wohin fährt Bart? Bart fährt auch in den Club. Und wo ist Bart jetzt? Bart ist jetzt im Club. Oh mein Gott, was macht Homer? Homer steckt seinen Kopf in den Lautsprecher. Jetzt steckt er im Lautsprecher. Wohin geht Ned Flanders? Er stellt sich neben den Zaun. Jetzt steht er neben dem Zaun. Der DJ legt seinen Plattenkoffer neben das Pult. Jetzt liegt der Koffer neben dem Pult. Hier passen übrigens auch die Präpositionen an und bei. Ned steht am Zaun oder beim Zaun. Der Koffer liegt am DJ-Pult oder beim DJ-Pult. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Die Präposition über ist ähnlich wie auf, aber mit einem Unterschied. Bei auf berühren sich normalerweise 2 Dinge. Bei über tun sie das nicht. Bart springt über den Zaun, aber er landet auf dem Boden. Wenn ich ihn hochhalte, dann ist er über dem Boden. Er berührt ihn also nicht. Jetzt springt er über die Bar und an diesem Punkt ist er über der Bar. Für die Präposition unter nehmen wir jetzt mal so ein schönes kleines Bäumchen und stellen es hier in die Mitte des Clubs. Hier ist Maggie. Maggie ist müde, also legt sie sich unter das Bäumchen. Jetzt liegt sie unter dem Bäumchen. Bei den Verben legen und liegen muss man auch aufpassen, denn legen ist ein Verb der Bewegung. Es braucht den Akkusativ. Liegen ist eine Position und braucht deshalb den Dativ. Und Homer wird natürlich auch irgendwann müde und muss ein kleines Schläfchen machen. Er legt sich unter die Palme. Jetzt liegt er unter der Palme.
Vor ist das Gegenteil von hinter. Jetzt steht der DJ hinter seinem Pult, aber er stellt sich vor das Pult. Wo steht er jetzt? Er steht vor dem Pult. Wohin geht Ned? Ned stellt sich vor den Zaun. Das heißt, er steht jetzt vor dem Zaun. Die letzte Präposition, die ihr heute lernt, ist zwischen. Dafür braucht man immer zwei Dinge, damit man etwas zwischen sie stellen kann. Hier habe ich Marge. Ich stelle sie zwischen den Brunnen und die Wand. Jetzt steht Marge zwischen dem Brunnen und der Wand. Oder Bart, der Kamikaze-Skateboarder. Er springt zwischen die Lautsprecher. Jetzt steht er zwischen den Lautsprechern. Achtung, hier wieder das Dativ Plural N an Lautsprecher. Okay, ihr seht, manche Präpositionen brauchen nur den Akkusativ oder nur den Dativ. Aber die Wechselpräpositionen, die brauchen den Akkusativ, wenn man eine Richtung angibt, also wenn man auf die Frage antwortet, wohin, und sie brauchen den Dativ, wenn man auf die Frage wo antwortet, also wenn man sagen möchte, dass etwas an einer bestimmten Position ist. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.